Herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Vampire the Masquerade-Bloodlines. Beim letzten Mal wurden wir von Therese in das Diner geschickt, wo Schläger auf uns gewartet haben, die uns töten wollten. Und dann haben wir am Telefon von Jeanette erfahren, dass Therese sie mit einer Waffe bedroht und wir sollten kommen und ihr zu helfen. You stay out of this. To think anyone would risk their life for this filthy, tainted waste of blood. This will just make it easier to kill both of you. Help! Save me and I'll help you find Bertram. I swear! Shut up, Jeanette. I've warned you to stay away from Tongue. He's turned you against me. I always looked out for you. You couldn't stand my success. You had to meddle, didn't you? I didn't want it to end like this, but you forced me. You never gave me any credit for anything, Therese. I was the one calling the shots. Bertram was dancing on my leash. How does it feel to know that I beat you? Isn't it obvious? I'm about to rid the night of this deviant, backstabbing whore. You realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less. So despicable. So unclean. No one's talk, dear sister. Or should I say daddy's little girl? Do I know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear Father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he don't finish that sentence, or you're dead. Had his way with you, and he didn't have to force you. You went limp and became his plaything. Do you think I didn't hear it? Night after night? Always the obedient daughter until... Shut up! Just shut up! Would you like to tell the story? She makes herself out to be the virgin queen of the night, pious as a nun, stable as the earth's orbit. But it's all an act, isn't it? I'm the good girl. You're the wicked one. You've done nothing but plot against me when I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me? Taken care of me. You've done nothing but keep me down, blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life and brought you into it so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Therese will never let you live. You've disappointed her. I used you, yes, but I didn't try to have you killed. Therese has no problem with killing, do you? Remember Father? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. Father came home drunk one day and mistook me for Therese. Because I'd fallen asleep in her bed. Don't listen to her. She's lying. Therese walked in while he was there and she saw me lying with him, and so she went to the closet and pulled out his hunting shotgun, loaded it with deer shot, and blew his mind out all over the silly clown wallpaper. That's a lie. Father killed himself because of Jeanette. She made him miserable. As I recall, he died with a smile on his face. The police sure did. They put us up for a little while, remember? The first thing you did after your escape was find me. Enough! Don't say another word about that. So sweet, sister. Is this how it has to end? I admit I always knew this night might come. Well, any message you want me to give Father? An apology? A love letter? I killed her. I didn't want her to go. I only wanted her to change. You understand, don't you? You wanted to find Bertram. He's at the old gas station in an empty oil tank. He'll help you because I'll ask him to. But you must keep your tongue tight about what happened this night. Understand? Don't hesitate to come see me once in a while. I'm going to be so lonely without Therese. I mean, I may need someone like you sometime. And I do get bored so easily.
Maybe you could come by and cheer me up sometime. Nur mal kurz Erfahrungspunkte vergeben. Das kostet mich zu viel. Ich will mein Verführen noch ein bisschen höher treiben. Da brauche ich 4 Punkte und für das Flüchte brauche ich 6. Erscheinungsbild. Nur um mal das genauer aufzuschlüsseln, was da gerade passiert ist. Therese und Jeanette sind eine Person. Die sind eine geteilte Persönlichkeit, also die... Und die gehören zu dem Clan der Malkavianer. Die sind alle irre. Oder einfach gesagt, alle sind geisteskrank. Und die halten die normalen Menschheit für... Und die alle anderen Vampire für krank. Und versuchen ihren Wahnsinn unter die Menschheit zu bringen. Und durch meine Entscheidungen, dass ich immer Jeanette zugestimmt habe, endete es so, dass Jeanette diese Auseinandersetzung überlebte. Durch andere Entscheidungen kann es sein, dass Therese überlebt oder beide. Aber das hängt immer davon ab, wie man entscheidet. Da ich Jeanette einfach sympathischer finde als Therese, lasse ich Jeanette am Leben. Hey, you. Now you've got me curious. Really? Well, that's just a little too Das ist wahrscheinlich immer noch zu niedrig, meine Verführung. Right. Warte, da habe ich eine Idee. Überreden. Bräuchte ich einen Punkt. Okay. Und den Punkt treibe ich noch auf. Wie sieht eigentlich mein Questblock aus? Das Werwolfsblut in den... Ja, jetzt bringe ich schnell mal das Blut in meinen Unterschlupf. Schau, ob es da irgendwas Neues gibt. So, jetzt bringen wir mal schnell das Werwolfsblut in unseren Unterschlupf. Dafür kriegen wir dann auch noch eine Geldbelohnung. Das hätte ich viel früher machen sollen. Die Blutspritzer von den Polizisten sind immer noch da. Ja, hier waren wir lang nicht mehr drin. Oh, legen wir gleich mal das Werwolfsblut hier rein. Das hier. Geben. So. Ah, okay. Ich glaube, jetzt muss ich das Haus einfach nur noch verlassen. Dann bekomme ich auch die Quest als abgeschlossen gezählt. Jo, mein Auftragsbuch hat sich aktualisiert. Das heißt, jetzt sehen Sie später nach Ihrer Belohnung. Dann tun wir doch mal in der Zwischenzeit was anderes. Sehen wir doch am besten mal nach diesem Bertram Tongue, der uns dorthin bringt, wo wir sprengen sollen. Der ist hier in diesem großen alten Öltanker. Aber nicht erschrecken, Bertram Tongue gehört zu dem Clan Nosferatu und deren Aussehen ist von allen verformt. Look who finally made it. Thought you'd never find me, huh? I've gotten good at knowing when I'm wanted. The one and only. Don't bother with the introductions, fledgling. I know who you are. News travels down the kindred grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. Oh, you did you? Well, I wasn't worried. So why did you need to find me? What did you need? Oh, never mind. The warehouse, though. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down.
Dann kümmern wir uns doch mal um das Lagerhaus. Aber das war nur eine kleine Vorwarnung. Es gibt Nosferatu, die sehen deutlich widerlicher, nenne ich es mal, aus als er. Und die verfügen über die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Ja, beim Pissen gemeuchelt. Und wieder sind wir hier in einer Kampfzone. Das heißt, freie Auswahl. Ich kann töten und tun und lassen, was ich will. Das Wichtigste ist nur, dass ich überlebe und meinen Auftrag irgendwie vollende. Hier kann ich mich durchschleichen. Natürlich ist es einfacher, wenn man heimlicher vorgeht. Yo, what the fuck is going on here tonight? Fox is all in everyone's face and shit. Didn't you hear? A new shipment came in, some pretty serious hardware. Yeah, I heard. But what the fuck? We get that kind of shit in here all the time. What's so different about tonight? I don't know. Marcus is tense as a motherfucker. Maybe he heard something. Like what? Irgendwie muss Like, man I an don't denen know, vorbeikommen. keep your fucking eyes open. And someone better tell those clowns in the freight house to quit playing cards before Marcus comes out and starts peeling fucking caps. You know what I'm saying? Yeah, I hear you. Ja, so geht. Wähle ich nur zur Sicherheit meine Raben der Nacht aus, damit kann ich Gegner kurzzeitig ablenken. Wie den zum Beispiel. Hier steht wieder einer, aber den werde ich austrinken, damit ich ein bisschen Blut kriege. Wenn er mal stehen bleiben wird. Hey! Bin mir jetzt nicht sicher, ob die anderen das Hey gehört haben, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ja, die Waffe habe ich schon. Klettern wir direkt hier hoch. Ihr seht, hier laufen viele Gangschläger rum. Ja, Gangschläger ist das treffende Wort, denke ich. What can I pay you guys for? This is the big score, so do your goddamn job right or I'll bury you in the desert and find someone who can. It won't happen again. So I'll check the shipment. Shit. Oh, Schrotflinte. Wähle ich mal kurz eine andere Nahkampfwaffe aus. So. Hier ist noch ein Messer. Jetzt gucke ich mich hier aber noch ein bisschen um. Weil hier könnte ich den Sprengstoff anbringen. Aber das mache ich noch nicht gleich. Dann setze ich meine Blutmacht ein und kriege das Schloss auf. Oh, also Seelenstärke hilft mir echt, hier echt, um nicht zu verrecken. Aber warum kann ich von denen nicht trinken? Boah, mit einem Schlag tot gemacht. Ups.
schön, der war abgelenkt. Eigentlich war mein Plan hier, da unauffällig hingehen und den Schalter bedienen. Dann haut nämlich das um und hätte die dahinter erschlagen. Aber wenn ich jetzt hier schon drin bin... ihn totzuschlagen würde wahrscheinlich schneller gehen. Aber sei es drum. Hier gibt es nichts Interessantes. Ich stelle nur schon mal auf Sehensstärke ein und leg mal den Sprengstoff. Jetzt habe ich 2 Minuten, um das Lagerhaus wieder zu verlassen. Natürlich werde ich nicht unbehelligt gehen lassen. Und das ist hier auch kein Lied. Der hat mir schwer heilbaren Schaden gemacht. Wie gesagt, hatte. Das wurde ja schon im Tutorial erzählt, wenn meine Lebensleiste gelb wird, dann ist das schwer heilbarer Schaden. Da ist zu. Da ist auch schon der nächste. Und von Vampiren kann ich nicht das Blut trinken. Okay, das müsste es gewesen sein. Geht's hier weiter? Oder komme ich daher? Ja, ich weiß, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Ich stehe unter Zeitdruck, aber... Die Waffenkiste kann man ja noch plündern. Oh, jetzt ist die Tür offen. Versuchen wir mal ein bisschen leise zurückzukommen. Zeit ist noch genug, denke ich. Ach, egal. Your handiwork, I presume? Hopefully no Sabbat saw you escape. They can be somewhat antagonistic. I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. So sorry if I unnerved you. Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? She's undoubtedly Malkavian. Or should I say, they are undoubtedly Malkavian. A ghost? Quite ordinary. I generally pay wraiths no mind. All but a few are willing to give up their secrets. Thin bloods, they're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred, hence the name, thin blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city.
They're one of the reasons I'm in Los Angeles. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air, like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one, and be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Ein paar Worte zu diesem Beckett. Der gehört zum Clan der Gangrel. Und er ist so wie ich ein Gangrel. Das habe ich glaube ich schon erwähnt, dass ich Gangrel spiele. Wenn nicht, mache ich es jetzt. Und jetzt ist die Mission abgeschlossen und ich bin wieder hier. Nice work, fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Beckett? Well, I know of him. Why? No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. You better get back downtown. Prince LaCroix is gonna want to hear all about this victory. Er hat mir gerade ein bisschen was über Beckett erzählt, dass er ein Historiker ist. Und das war's eigentlich, was wir jetzt über ihn erfahren haben. Mit diesem Taxi können wir dann zurück nach Downtown und dem Prinzen über unseren Sieg berichten. Aber zuvor gehe ich nochmal in meinen Unterschlupf und hole mir die Belohnung für der... Moment, ich habe 7 Erfahrungen, dann könnte ich sogar noch meine Überredung erhöhen. Dann machen wir vorher noch mal einen kurzen Abstecher im Asylum. Also in der Bar und schauen, ob wir diese Frau dazu überreden können, dass sie in die Blutbank geht und da dann das neue Opfersäckchen wird sozusagen. Oh Junge, du stehst im Weg. Hey, you. Now you've got me curious. It's a long time until sunrise. Wanna come play with me? Das war nicht ganz das, was ich wollte. Jetzt kann ich nicht mehr mit dir reden. Nicht so geil. Na, da gehe ich in die Blutbank und bezahle ihm einfach einen Tribut. Das hätte mir sowieso einen Menschlichkeitspunkt abgezogen dafür, dass ich sie da hingeschickt hätte zum Sterben. Deswegen gehen wir jetzt kurz in die Blutbank und bezahlen den Zoll. Ich glaube, ich kann so direkt mit ihm reden. Blood don't grow on trees. The bitch who owns me and this place runs the asylum. Lots of young, stupid blood there. Not like the putrid, stinking, vagrant blood we so often get. Don't shed any at the club, though. No. The missus, she don't appreciate it. Na, anscheinend sind meine Werte noch nicht gut genug. Dann kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt wieder her und erledigen die Quest. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich weiß auch gerade nicht, welchen Wert ich dafür erhöhen müsste. Ob das meine Verführungskunst ist oder Überreden. Oh, der Mann hier ist weg. Sowas. Also das überrascht mich jetzt wirklich. Ich dachte, er steht da einfach ewig rum und wartet darauf, dass er abgeholt wird. So, ist Belohnung im Briefkasten? Mehr Belohnung. Jo, Geldklammer. $150 erhalten? Da sagt man nicht nein zu. Nochmal schnell mein PC checken.
Und wieder so eine seltsame Mail. So, jetzt habe ich die Werwolfs-Quest auch abgeschlossen und habe somit fast alles hier aufgeschlossen. Das Rätsel des Regenten ist nicht in dieser Stadt, genau wie die anderen Quests. Das Einzige, was fehlt, ist, eine Lilie wird neu gepflanzt, aber das habt ihr ja schon gesehen, dass ich das gerade leider nicht machen kann. So, und jetzt gehen wir mal zum Taxi, damit wir dann in die nächste Stadt reisen können. So, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß am Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst ruhig mal einen Daumen oben da.